Ahoi, schön, dass du da bist. Heute testen wir mal die Aldi Acrylfarben für 6,99. Bekommen wir hier 4 Tuben Acrylfarbe. Leider finden sich auf der ganzen Packung keine Angaben zur Lichtechtheit oder zur Deckkraft der Farben und auf den Tuben leider auch nicht. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass diese Tests einfach nicht gemacht wurden und die Farben nicht sehr lichtecht sind. So, ich hatte leider keine leere Leinwand mehr, deswegen verabschieden wir uns heute von Tyrannosaurus Rex. Der hat sich zur Verfügung gestellt, einmal mit uns diese Farben zu testen. So, was mir aber schon aufgefallen ist, als ich die Farben angemischt habe, ich mische normalerweise immer die Farben 1:1, das bedeutet ein Teil Farbe, ein Teil Wasser. Und ihr seht hier schon, das ist wahnsinnig dünnflüssig geworden und auch wenn ich das hier verteile, wird klar, ja, definitiv sind diese Farben schon mit sehr viel Wasser vorgemischt. Das heißt, sie sind auch nicht besonders hochwertig im Vergleich zu den Farben, die ich sonst verwende. Ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Ich werde jetzt meinen Arbeitsprozess nicht ändern, weil ich andere Farben habe, sonst wäre es ja auch kein Vergleichsvideo. Was wir hier auch schon sehen können, ist, dass natürlich wir nur mit Pastellfarben arbeiten. Das heißt, uns wird hinten raus voraussichtlich dann der Kontrast fehlen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir gucken uns dann einfach hinten raus das getrocknete Ergebnis an. Ja, hier wird nochmal sehr schön klar, wie dünnflüssig diese Farben einfach sind. Wenn ihr mit denen arbeitet, nehmt dann halt einfach vielleicht nur halb so viel Wasser, wie ich genommen habe. Denn dann müsst ihr auch nicht so viel nacharbeiten, weil einfach so schnell das hier runterläuft und euch verloren geht. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich auch in mehreren Schichten arbeiten, denn wenn eine Farbe so dünnflüssig ist und schon ab Werk, sage ich mal, mit so viel Wasser verarbeitet wurde, wird die Deckkraft auch einfach nicht gegeben sein. Ihr seht es ja schon, weil die Leinwand unten, die scheint immer wieder durch, unser kleiner Tyrannosaurus. Ja. Die Leinwand ist übrigens wieder 20 x 20 cm, ja, und heute natürlich aus offensichtlichen Gründen keine Malpappe, wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, haben wir das schon getestet. Und das hat absolut nicht funktioniert, jedenfalls nicht mit einem schönen Ergebnis. So sieht das Ganze dann trocken aus und ihr seht auch hier schon unser Tyrannosaurus, der kommt auf jeden Fall wieder durch. Und da unten rechts in der Ecke, könnt ihr gleich auch nochmal ganz genau hinschauen, da kommt auch noch ein Stück vom Tyrannosaurus Rex durch, das heißt, diese Farben sind jetzt nicht besonders deckend. Ich finde sie zum Üben für Anfänger sind sie okay, sie sind nicht ganz billig, aber auch nicht so ganz teuer. Im Vergleich zu meinen Farben, die ich sonst benutze, schneiden sie natürlich nicht so gut ab. Darüber können wir später dann auch nochmal ein Video machen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.